Der Lesebereich wird in Outlook inzwischen standardmäßig eingeblendet und das heißt, immer mehr von euch benutzen den Lesebereich. Der kann auch sehr praktisch sein. Der hat aber auch so seine Nachteile, vor allem wenn die Einstellungen für den Lesebereich nicht zu eurer Art zu arbeiten passen. Aber seht selbst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute wollen wir uns beim Lesebereich mal das Handling im Posteingang anschauen. Dann wechseln wir in andere Komponenten und schauen mal, wie das dort mit dem Lesebereich ist, kommen dann zum Posteingang zurück und schauen uns verschiedene Grundeinstellungen, die es da noch gibt, an. Und am Schluss geht es noch darum, wie denn sinnvolle Grundeinstellungen für den Lesebereich beim gemeinsamen Arbeiten in einem Postfach sind. Übrigens, wenn dich Microsoft 365 interessiert, da habe ich gerade mit der Sigrid Hess zusammen ein Buch geschrieben zur Zusammenarbeit mit Microsoft 365 in der Cloud. Und es hat 4 Teile. Im ersten Teil geht es um die Grundlagen zu Microsoft 365. Das ist hier der erste Teil. Da finde ich besonders gut gelungen die neuen Suchroutinen. Ich habe ja hier auf dem Kanal auch eine Playliste zur Suche, weil das ein Thema ist, das mich besonders interessiert. Kannst du dir gerne mal anschauen, habe ich in der Infokarte verlinkt. Also hier im Buch nochmal viel ausführlicher zur Suche. Dann gibt es einen zweiten Teil zur Arbeitssituation in der Praxis. Das ist so ein Teil, da sind ganz viele verschiedene Arbeitsabläufe dargestellt, wie die in der Verzahnung der verschiedenen Programme dann ablaufen können. Dann haben wir einen dritten Teil, in dem geht es so um den Vergleich zwischen Web-Apps und Desktop-Apps, gerade was Word, Excel, PowerPoint, Outlook, aber auch OneNote angeht. Und am Schluss haben wir noch so ein Kapitel, wo es immer um 10 spezielle Dinge geht, nämlich 10 Fehler, die ihr zum Beispiel vermeiden solltet, 10 clevere Tipps für die Arbeit, aber auch 10 Ungereimtheiten, die wir da aufzählen und dann Hilfe und ein paar Lifehacks. Also wenn dich Microsoft 365 mehr interessiert, dann schau dir das Buch an. Wenn du es bei mir kaufen willst, findest du unten in der Beschreibung einen Link zu meinem Shop dazu. Jetzt zum Lesebereich. Wenn wir Outlook starten und eine E-Mail auswählen, das ist die ausgewählte E-Mail, dann sehen wir hier diesen Vorschaubereich. Und in dem Vorschaubereich können wir eine ganze Menge machen. Wir können zum Beispiel lesen, wir können aber auch die E-Mail beantworten. Und wenn wir das machen, dann wird die direkt im Lesebereich beantwortet. Ich mache das mal hier. Und wenn ich jetzt das aber nicht fertig mache und absende, sondern auf eine andere E-Mail gehe, dann wird hier ein Entwurf gespeichert. Dieser Entwurf, der ist natürlich auch hier in den Entwürfen, aber er ist eben auch im Posteingang noch aufzurufen. Und zwar, wenn du einfach auf die E-Mail gehst, dann bist du jetzt im Entwurf. Wenn du einen Doppelklick auf die E-Mail machst, dann bist du in der Original-Mail. Und wenn du die E-Mail dann fertig schreibst, dann kannst du die E-Mail versenden und damit ist sie verschickt. Der Entwurf ist hier wieder weg, die Mail ist in den gesendeten Elementen. Du siehst also, hier geht sehr viel im Lesebereich, aber es gibt auch Dinge, die nicht gehen. Wenn ich zum Beispiel eine E-Mail auswähle und hier versuche jetzt den Betreff zu ändern, dann siehst du, das geht nicht. Wenn ich die E-Mail aufmache und in der E-Mail in den Betreff klicke, dann kann ich hier direkt den Betreff ändern, kann die E-Mail schließen und speichern. Und du siehst, die Änderung sieht man dann auch im Lesebereich, aber ich kann diese Änderung eben im Lesebereich nicht durchführen. Und so gibt es einfach ein paar Sachen, die hier nicht so gehen. Denn zum Beispiel, wenn du die E-Mail aufmachst und hier auf Antworten gehst, dann siehst du, du hast Nachricht, Einfügen, Optionen, Text formatieren, überprüfen und Hilfe. Und wenn du in die E-Mail gehst und hier auf Antworten klickst, dann hast du hier oben nur dieses Register Nachricht, was sich jetzt auf die Antwort bezieht. Also viel weniger Möglichkeiten als hier über diese angepassten Menüs fürs Antworten. Ganz häufig reicht das, was dir zur Verfügung steht im Lesebereich und dann ist es wunderbar, sonst musst du eben dran denken, dass du die Nachricht wirklich öffnen musst mit einem Doppelklick, um sie dann dort weiter zu bearbeiten oder auch entsprechend zu beantworten. Den Lesebereich kannst du über das Menü Ansicht, Layout, Lesebereich ausschalten
oder eben auch rechts oder unten einschalten. Unten sieht dann so aus, jetzt wäre der hier unten. Ich persönlich finde, wenn ich den benutze, den Lesebereich rechts am angenehmsten, sodass ich dann hier die Mails habe und da ist der Lesebereich. Ich gehe in meinen Videos immer mal wieder darauf ein, dass man Ansichten sehr schnell verändern kann, zum Beispiel Spalten einfügen. Und das geht jetzt hier nicht, weil der Lesebereich so groß ist, beziehungsweise weil die E-Mails hier so klein angezeigt werden. Erst wenn ich den Lesebereich in der Breite etwas schmaler mache, da müsst ihr übrigens oft zweimal ziehen, bis das geht. Wenn ich den Lesebereich schmaler mache, dann seht ihr, kommen hier die Spalten zum Vorschein und jetzt kann man die Spalten über einen Rechtsklick und Feldauswahl so ändern, wie ich das in vielen Videos schon gezeigt habe. Ich habe euch da auch in der Infokarte ein Video zu den Ansichten verlinkt. Also die Breite des Lesebereichs, die wirkt sich darauf aus, ob ihr hier Spalten seht oder nicht. Wenn es dir nur darum geht, dass du schon mal ein bisschen was über die E-Mail siehst und vielleicht gar nicht die ganze E-Mail, dann schalte ich die mal aus. Dann gibt es hier noch im Bereich Anordnen, Nachrichtenvorschau, die Möglichkeit zu dem Betreff noch die erste Zeile dazu zu sehen. Du siehst, jetzt ist hier die erste Zeile noch sichtbar. Oder auch bis zu 3 Zeilen, sodass du hier dann mehrere Zeilen auf einmal schon in der Vorschau sehen kannst. Unter Umständen ist das auch eine Hilfe. Wenn ich das ein- oder ausschalte, hast du vielleicht gerade schon gesehen, VSCHA-Einstellungen ändern kann ich für diesen Ordner oder auch für alle Postfächer machen. Ich mache das hier aktuell mal nur für diesen Ordner und schalte mir den Lesebereich wieder ein, und zwar rechts. Je nachdem, wie groß dein Bildschirm ist, wird es hier mit den Ordnern, den E-Mails, dem Lesebereich und dann vielleicht noch der Aufgabenleiste hier ein bisschen unübersichtlich oder vielleicht alles sehr klein. Deshalb gibt es hier rechts unten noch die Möglichkeit, dass man diese angehefteten Bereiche auf Knopfdruck ausschaltet. Beziehungsweise das Symbol links daneben, Normalansicht, wieder einschaltet. Das heißt, für gewisse Lesesituationen ist es hilfreich, die hier auszuschalten, dann zu arbeiten und sie dann wieder einzuschalten. Und du kannst hier auch die Größe der E-Mail im Lesebereich verändern. Das geht auf 2 Arten. Die eine Möglichkeit ist hier rechts unten über diesen Schieberegler, hier zum Beispiel auf 290% zu stellen. Du kannst aber auch, indem du die Steuerungstaste drückst und mit dem Mauszeiger im Lesebereich bist, den Lesebereich verkleinern, indem du das Rad nach unten drehst. Also der Mauszeiger muss im Lesebereich sein, du drückst die Steuerungstaste und drehst das Mausrad nach unten oder nach oben. Und wenn du die E-Mail aufmachst, dann kannst du übrigens in der E-Mail auch über Steuerung Rad nach oben oder nach unten die Größe einstellen, beziehungsweise hier über das Menü Nachrichten Zoom kannst du hier auch den Prozentsatz einstellen. Wenn du dann Outlook beendest und wieder startest, dann wird beides wieder auf 100% zurückgesetzt. Das heißt, der Standard ist 100% und sobald du Outlook neu startest, wird es zurückgesetzt, außer du sagst, du möchtest deine Einstellungen speichern. Also ich sage mal, meine speichern, 75%, bestätige mit OK. Wenn ich jetzt Outlook beende und neu starte, dann habe ich in den E-Mails eine Größe von 65% beim Zoom. Aber Vorsicht, ihr seht, wenn ich jetzt hier rechts unten mal schaue, dann sehe ich, hier ist jetzt 75% eingestellt und da steht meine Einstellungen speichern. Das heißt, beim Lesen, Zoomen, kann ich hier zwar meine Einstellungen speichern, sodass beim Starten von Outlook die fix eingestellt sind auf das, was ich möchte, aber das ist dasselbe, wie wenn ich die Nachricht öffne, hier auch. Also da gibt es keinen Unterschied zwischen Lesebereich und der geöffneten Mail. Outlook macht nur einen Unterschied zwischen Mails, die geschrieben werden und Mails, die ihr gerade empfangen habt und lest. Wie sieht es jetzt mit dem Lesebereich in anderen Komponenten aus, wenn ich zum Beispiel mal in die Kontakte gehe? Ich habe das hier schon eingestellt. Wenn ich einen Kontakt auswähle, dann sehe ich sofort den Lesebereich. Das ist das Menü Ansicht, Lesebereich, rechts unten oder aus. Also genau das gleiche wie auch im Posteingang und zum Beispiel auch in den Aufgaben. Wenn ihr hier eine Aufgabe auswählt, habt ihr hier einen ähnlichen Effekt, wieder Menü Ansicht, Lesebereich, also alles an derselben Stelle, das ist immerhin schon mal ganz gut und ihr seht,
dass auch hier jetzt diese 75% gelten. Also entweder individuell und es wird zurückgestellt auf 100% oder ihr habt es eben einheitlich auf euren Einstellungen. Jetzt gibt es ein paar Einstellungen für den Lesebereich, die ich euch nochmal im Posteingang zeigen möchte. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Hier über Ansicht, Layout, Lesebereich gibt es Optionen. Und der Standard ist so, dass Elemente als gelesen markiert werden, wenn eine neue Auswahl erfolgt. Das heißt konkret, wenn ich eine E-Mail anklicke, sie hier im Lesebereich sehe und dann auf eine andere E-Mail gehe, dann gilt sie in diesem Moment als gelesen. Wenn ich das nicht möchte, dann muss ich das Häkchen-Element als gelesen markieren, wenn neue Auswahl erfolgt. Rausnehmen. Ich mache das jetzt mal hier am Beispiel. Ich setze das zurück auf als ungelesen. Und wenn ich jetzt da drauf klicke und dann auf eine andere Mail gehe, dann seht ihr, jetzt wird sie nicht mehr als gelesen markiert. Und dann werden wir nachher gleich drauf kommen, wo das vielleicht sehr hilfreich sein kann. Also Lesebereich, Optionen, hier Elemente als gelesen markieren. Es gibt noch eine andere Variante, wann ihr E-Mails als gelesen markieren könnt im Lesebereich, wenn sie länger als so und so viele Sekunden angezeigt sind. Manchmal möchte man ja so die E-Mails eine nach der anderen lesen und da gibt es das sogenannte Einzeltastenlesen mit Leertaste. Ich zeige euch mal, was das heißt. Ich bin auf einer E-Mail, ich drücke jetzt die Leertaste und was passiert jetzt? Jetzt ist hier die E-Mail ein Stück nach unten gesprungen. Ich drücke nochmal die Leertaste, ich springe noch weiter runter. Jetzt ist die E-Mail zu Ende. Mit der nächsten Leertaste springe ich auf die nächste Mail. Wieder mit Leertaste drücken blätter ich hier, bis ich dann zur nächsten E-Mail komme und so weiter. So könnt ihr mit der Leertaste nicht nur von Mail zu Mail springen, sondern auch innerhalb der Mail blättern und damit die Mail sehr schnell lesen. Es gibt noch zwei weitere Optionen. Die eine ist die automatische Vollbildansicht im Hochformat aktivieren. Das ist nur für Tablets interessant. Da werdet ihr hier am PC keinen Unterschied merken. Das heißt, wenn ihr das Tablet im Hochformat habt, dann wird in dem Moment, wo hier eine E-Mail ausgewählt wird, dieser Seitenbereich hier links mit den Ordnern und hier rechts mit der Aufgabenleiste ausgeblendet. Also im Prinzip derselbe Effekt, wie wenn wir hier auf das Symbol Leseansicht klicken. So sieht es dann im Hochformat am Tablet aus. Die letzte Einstellung heißt immer Vorschau von Nachrichten anzeigen. Und das möchte ich euch kurz zeigen, was das heißt. Und zwar schließe ich mal Outlook, ich starte Outlook neu. Und beim Neustarten von Outlook wird ja jetzt immer das erste Element im Posteingang markiert. Und durch die Einstellung, wie ich sie gerade habe, wird dieses Element hier noch nicht sofort zum Lesen ausgewählt. Die Idee ist, wenn das jetzt zum Beispiel eine Spam-Mail ist oder eine Mail, in der potenziell ein Virus drin sein könnte, dann wäre es gut, wenn die nicht gleich geöffnet angezeigt wird. Und wenn ihr jetzt hier an dem Absender oder dem Betreff seht, dass die uninteressant ist bzw. vielleicht sogar gefährlich, dann könnt ihr sie gleich löschen, ohne dass sie im Lesebereich angezeigt wird. Erst wenn ihr eine andere Mail auswählt, dann wird die geöffnet und wenn ihr jetzt aktiv wieder eine E-Mail wählt, zum Beispiel auch diese hier, dann wird die entsprechend angezeigt. Also Lesebereichseinstellung, immer Vorschau von Nachrichten anzeigen, würde ich ausgeschaltet lassen. Wenn ihr sie einschaltet, dann heißt es einfach, sobald ihr Outlook startet, wird das erste Element in Outlook im Posteingang markiert und sofort im Lesebereich geöffnet. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr habt eine Standardeinstellung im Lesebereich und diese Standardeinstellung ist in den Optionen, dass hier die Elemente als gelesen gelten, wenn eine neue Auswahl erfolgt und ihr seid in dem Gruppenpostfach und ihr klickt euch da so eine E-Mail nach der anderen durch, dann werden die E-Mails auf gelesen gesetzt. Und sie sind dann auch für alle anderen, die mit diesem gemeinsamen Postfach arbeiten, gelesen. Und das kann eben sein, dass ihr das nicht wollt. Und dann wäre es nötig, den Lesebereich so einzustellen, dass eben nicht allein die Markierung oder eine längere Anzeige zu der Änderung des Lesestatuses führt. Der Nachteil hier ist, dass die Einstellungen, die ihr jetzt hier wählt, für euch für alle Postfächer gelten. Ihr könnt also nicht sagen, für mein persönliches Postfach möchte ich die einen Einstellungen für den Lesebereich
Und für das Infopostfach hier zum Beispiel, da möchte ich jetzt andere Einstellungen, denn diese Einstellungen sind hier dieselben, wie ich sie auch gerade eingestellt habe für mich, für mein eigenes Postfach. Also sie sind nicht postfachspezifisch, sondern sie sind für euch in Outlook eingestellt. Man müsste also mit allen Leuten im Team, die mit dem gemeinsamen Postfach arbeiten, die Einstellung wählen, dass Elemente nicht als gelesen markiert werden, wenn eine neue Auswahl erfolgt. So, das war heute mal sehr ausführlich zum Lesebereich. Ich hoffe, es war ganz viel dabei, was ihr brauchen könnt. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt die wie immer unten in die Kommentare. Ich beantworte die gerne. Und wenn ihr mehr über die Videos wissen wollt, die ich hier publiziere, dann tragt euch doch in meinen Newsletter ein. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass gerade die kurzen Videos, also die Quick-Tipps, gar nicht allen Abonnenten vorgeschlagen werden. Dann tragt euch in den Newsletter ein, der kommt einmal in der Woche, sagt einfach, die und die Videos gibt's und dann könnt ihr euch entweder meinen Wochenrückblick oder eben auch die Videos anschauen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.